Herzlich willkommen, lieber Löwe, zu deiner Tarotkartenlegung für den Zeitraum vom 21. Januar bis zum 30. Januar. Das ist die erste Dekade im Sternzeichen Wassermann und wir befinden uns jetzt zwar noch in der erdverbundenen Energie vom Steinbock, aber jetzt beginnt die Luftenergie vom Wassermann. Das beeinflusst uns alle unterschiedlich stark und da möchte ich mir heute anschauen, wie diese Energien bei dir ankommen, lieber Löwe. Zu der aktuellen Dekade. Diese Dekade startet am 21. Januar mit einem Neumond. Die Mondenergien bauen sich also völlig neu auf. Es ist eine gute Zeit für neue Ideen und neue Vorhaben anzugehen. Schauen wir mal, wie diese Dekade sich bei dir auswirkt, lieber Löwe. Eine Karte für dich, für diese Dekade. Der Mond. Ein neuer Weg liegt vor dir, ne? Sag ich doch. Es ist eine gute Sache, jetzt sich neuen Projekten, neuen Vorhaben oder einer neuen Liebe zu öffnen. Ja, ein neuer Weg liegt vor dir, eine neue Perspektive. Und in diesem Weg auf diesem Weg hast du noch keine Erfahrung. Du kannst aus deinem Erfahrungsschatz, aus deinem Verstand heraus dir nicht im Vorfeld überlegen, wohin das alles führt, wie es laufen wird, wie das konkret aussehen wird. Es ist so ein bisschen offen und diese Unsicherheit, das könnte den einen oder anderen von euch wirklich große Sorge bereiten. Je nachdem, also da können halt auch starke Ängste und starke andere Gefühle hochkommen. Und vor allem ist der Verstand sehr aktiv, der dir sagen könnte in so einer Situation, ja, es ist unsicher, diesen Weg zu gehen. Aber dein Herz möchte diesen Weg gehen. Und es ist auch wichtig für dich, dieses neue Land zu beschreiten. Da wartet auch eine neue Perspektive auf dich, eine neue Welt vor dir. Ja, den Mond, man kann es auch manchmal mit Lampenfieber vergleichen, ne? Weil bevor man auf die Bühne tritt, hat man natürlich auch sehr, sehr starke Gefühle. Aber diese Gefühle haben auch ihren Sinn und Zweck, ne? Und dann, wenn man dann einmal diesen ersten Schritt auf die Bühne getan hat, sind diese Gefühle von Lampenfieber dann wie weggewischt. Wir schauen mal auf welche Lebensbereiche sich das bei dir bezieht. Ja, du siehst diese neue Perspektive. Du kannst das Tor schon sehen. Du weißt, da wartet auch etwas Gutes auf dich. Du kennst den Weg zu diesem Tor noch nicht. Du kennst hier auch diesen Weg dahin nicht. Aber du weißt, was da auf dich wartet. Und das ist es dir wert. Ich glaube, du bist hier bereit, jedes Risiko dafür einzugehen. Und das finde ich hier sehr positiv, dass du halt ganz klar erkennen kannst für dich, dass das etwas Neues für dich ist. Dass es ein neuer Blick auf die Welt dort dahinter auf dich wartet. Irgendwie etwas, was sich neu in dein Leben ergeben wird. Ne, wie eine neue Tür. Es geht hier auch viel um Wünsche und Bedürfnisse, die dir schon lange nicht mehr bewusst gewesen sind, denen du schon lange keine Aufmerksamkeit geschenkt hast, die jetzt aber wieder wichtig werden können. Zum Beispiel ein vergangenes Hobby oder ein vergangener Wunsch aus der Vergangenheit. Irgendwas, was dir früher einmal wichtiger war als heute, dir aber immer noch wichtig ist. Aber du hast dem schon lange keine Aufmerksamkeit mehr geschenkt, keine Achtsamkeit. Alte Erinnerungen, vielleicht auch eine Freundschaft aus der Vergangenheit, die jetzt wieder belebt werden sollte, die dir zugute kommen würde, dass du dich bei einem gewissen Menschen wieder meldest oder bei alten Verwandten auch, ne? Also das würde deinen Prozess auch zugutekommen. Denn du bist hier in der Lage,
Also wenn es hier zum Beispiel um einen Verwandten geht, mit dem du lange keinen Kontakt mehr hattest. Vielleicht hattet ihr sogar Konflikte in irgendeiner Form. Oder eben eine alte Freundschaft von früher. Wenn es um solche Dinge geht, sehe ich hier auf jeden Fall, dass es zu einer harmonischen Versöhnung kommen wird, die sich zum Ende der Dekade so ab den 26. Januar einstellen wird. Aber es kann natürlich auch hier sich um etwas anderes handeln, was bisher im Schatten war. Was immer du aus den Schatten hervorholst und ins Tageslicht bringt, du wirst eine versöhnliche Einstellung zu dieser Angelegenheit finden. Und das ist ein Schritt auf den Weg hin zu diesen neuen Möglichkeiten und neuen Perspektiven, die du schon erahnen oder schon richtig vor dir sehen kannst. Eine sehr starke Dekade, habe ich das Gefühl, sehr wichtig für dein persönliches Wachstum. Und wir schauen mal, auf welche Lebensbereiche sich das bei dir bezieht. Ja, du bist im Moment ziemlich introvertiert. Du behältst deine Energien bei dir. Du versuchst, dich zu sammeln. Du versuchst, eine objektive Haltung zu einer gewissen Angelegenheit zu bekommen. Wenn du dich in einer langfristigen Beziehung befindest, dann wirst du dich ein wenig aus dieser Beziehung herausnehmen, kurzweilig, ne? Um hier eine wichtige Entscheidung für dich zu treffen, um ein objektives Bild dir machen zu können, um dann schließlich dir selber treu zu bleiben und dir treu sein zu können, dass du hier eine für dich richtige, wichtige Entscheidung treffen kannst. Und Verantwortung für dein eigenes Leben übernehmen kannst. Wenn du dich in keiner Beziehung befindest, dann wirst du gerade sehr glücklich sein, Single zu sein. Dann wirst du damit sehr, sehr gut zurechtkommen und wirst diesen Zustand genießen und wirst nicht auf der Suche sein nach jemand Neues, sondern konzentrierst dich eher auf andere Bereiche in dein Leben und vor allem auch auf dich selbst. Du willst hier vor allem dir selber treu sein und aus dieser Loyalität zu dir möchtest du auch wichtige Entscheidungen treffen und vor allem diesen Weg gehen, ne? Ich sehe hier einen Prinz der Schwerter. Diese Karte kann eine andere Person in deinem Leben kennzeichnen oder diese Karte steht für dich. Manchmal ist es auch wechselwirkend. Wir haben ja Schwerterenergie, also Luft. Es ist also nicht so richtig dein Element, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es sich hier um eine andere Person handelt. Aber wenn nicht, musst du hier ein anderes Temperament zeigen, als es dir eigentlich von deiner Wesensnatur her entspricht. Der Prinz der Schwerter ist ein Luftzeichen, Wassermann, Waage oder Zwilling. Eine Person, die jünger ist als du oder aktuell sehr viel Unreife mitbringt. Kann auch manchmal ein Sohn oder eine Tochter sein oder sonst wie ein jüngeres Familienmitglied. Der Prinz der Schwerter ist ein sehr ungeordneter Charakter, ein Mensch, der etwas im Chaos ist, aber sehr viele Ideen hat, ein Mensch, der begeistert Neues ausprobiert, auch experimentiert mit Dingen, seiner Neugier nachgeht, sehr kommunikativ ist, Dinge einfach ausprobiert und auch wortgewandt ist. Diese Person könnte eben sehr wichtig in dieser Dekade für dich sein oder eben du findest dich selbst als so einen Menschen wieder, ne? Dass du dich als so einen Menschen erfährst in dieser Dekade. Was denkt der Prinz der Schwerter? Ach ja, der ist eigentlich, diese Person ist mit sich selber eigentlich recht zufrieden. Kann auch gut kommunizieren, ist sehr versöhnlich gestimmt, ist mit sich selbst im Reinen und trotz des Chaos um ihn herum, trotz seiner Sprunghaftigkeit und Flexibilität und den ganzen Ideen, die ihm durch den Kopf schwirren, ist diese Person in der Lage, in der eigenen Mitte zu bleiben und eine gewisse innere Ruhe, eine innere Balance zu finden. Diese Person
hat hier sehr, wenn das eine andere Person ist, sind hier gute Gespräche mit dieser Person möglich und eine friedliche, eine versöhnende Kommunikation, die eben auch zu fairen Kompromissen führen kann und zu fairen Verträgen, auch wenn es um was Berufliches geht. Mit diesem Prinzen der Schwerter kann man gut Verträge abschließen. Also Absprachen werden mit dieser Person gut funktionieren. Es will sich keine... Aber irgendwie gibt es hier doch Unklarheiten. Eine Person möchte die andere Person irgendwie doch... also eine Person hat vor der anderen Person doch irgendwie eine Art Geheimnis. Irgendwie gibt es hier doch Unklarheiten. Der Prinz der Schwerter, entweder du als diese Person oder dein Gegenüber, scheint mir hier ein bisschen blauäugig, ein bisschen naiv. Scheint die Angelegenheit zu positiv zu bewerten. Irgendwie gibt es hier doch gewisse Trugbilder, Unklarheiten, denen der Prinz der Schwerter ausgesetzt ist. Diese Person neigt ein bisschen dazu, sich etwas vorzumachen und die Situation zu beschönigen. Sind auch beides sehr rationale Karten. Vielleicht neigt diese Person dazu, die Angelegenheit zu rational zu beurteilen und zu bewerten und lässt die Gefühle ein bisschen außer Acht. Und so kommen Fehlschlüsse zustande. Sowas könnte der Fall sein. Also irgendwas gibt es, was der Prinz der Schwerter nicht berücksichtigt. Irgendwas weiß diese Person nicht. Und dann denkt diese Person, okay, wir sind hier zu einem fairen Kompromiss gekommen und haben eine offene, klare Kommunikation, aber das ist gar nicht der Fall, weil diese Person nicht alle Informationen hat. Und in gewisser Hinsicht über etwas in Unklaren gelassen wurde. Wir schauen mal weiter, was die Karten im Weiteren sagen. So viele Personen um dich herum. Okay, das ändert die Situation natürlich. Das macht es dann ein bisschen unwahrscheinlicher, dass du der Prinz der Schwerter bist, ne? Aber irgendwie ist diese Person anscheinend etwas naiv, mit der du das da zu tun hast. Hier haben wir noch eine Prinzessin der Kelche. Auch eine jüngere Person. In der Kombination könnte es gut Waage oder Fische sein. Oder eben ein anderes, oder diese Prinzessin der Kelche, ist eine andere Person, die ein Wasserzeichen ist. Fische, Krebs oder Skorpion. Und hier haben wir es auch noch mit einer Königin der Schwerter zu tun, die sicherlich eine andere Person ist als eine von diesen beiden. Die Königin der Schwerter ist auch eine Luftperson, Waage, Wassermann, Zwilling, aber halt mit sehr viel mehr Erfahrung, sehr viel mehr Reife, einem guten Urteilsvermögen und klaren Vorstellungen. Diese Person strebt sehr stark nach Unabhängigkeit und ihre Freiheit
ihre Selbstbestimmtheit ist ihr in hohem Maße sehr, sehr wichtig. Eine Person auch mit vielen Ideen, die aber auch gute Konzepte entwickeln kann. Manchmal etwas sehr kühle Entscheidungen trifft und keinen so guten Zugang zu den eigenen Emotionen hat. Diese Person liegt in deinem Unterbewusstsein. Entweder wirst du als diese Person erwachsen, dass es in dieser Dekade darum geht, dass du zur Königin der Schwerter wirst, auch wenn du ein männlicher Zuhörer bist, oder mit dieser Person hast du eine langfristige Beziehung. Diese Person ist sehr nah bei dir dran, ist schon fast Seelenverwandtschaft, ne? Also sehr starke Seelenverbindung. Das kann natürlich als Liebesbeziehung sich zeigen, aber halt auch, kann auch ein anderes Verhältnis sein. Aber es gibt ja einen sehr intensiven Seelenbezug, also wirklich eine starke Verbindung. Die Königin der Schwerter. Was denkt die Königin der Schwerter? Auch die 7. Diese 3 Personen, also ich sehe jetzt schon eher 3 einzelne Personen. Es kann sich hier auch um eine Familie handeln, ne? Vater, Mutter und dann die Kinder. Aber okay, es kann aber auch sich ganz anders darstellen, ne? Also können auch alles Freunde sein. Also gleich auf der gleichen Stufe, und aber aktuell ist die eine Person reifer und die andere weniger. Also das wird sich in euren Leben jeweils ein wenig anders zeigen, aber die Grundenergien bleiben halt immer dieselben. Die Königin der Schwerter, die ist mit der Situation nicht zufrieden und vermisst etwas in ihrem Leben. Bezüglich auch ihrer Mitmenschen. Irgendwie ist diese Person mit den Mitmenschen nicht richtig zufrieden. Hat irgendwie das Gefühl, da gibt es auch Leute, die sie selber auf einen schlechten Weg bringt. Oder irgendwie, dass sie hier von irgendwas negativ beeinflusst wird, von irgendjemandem negativ beeinflusst wird, in Sachen reingezogen wird, die gar nicht ihre Angelegenheit ist, weil die Königin der Schwerter so nach Unabhängigkeit strebt, könnte das sein, dass jemand einfach ihre Unabhängigkeit beschneiden möchte und dass das ein gewisses Mangelgefühl bei dieser Person erzeugt, ein gewisses Vermissen. Aber vielleicht vermisst diese Person auch eine andere Person. Ne? Also das ist auch denkbar. Eine bestimmte Person in ihrem Leben, aber diese Person wird anfangen, nach etwas Neuem zu suchen, nach etwas Neuem zu streben, einen neuen Weg zu gehen. So gesehen könntest du schon die Königin der Schwerter sein. Ne? Oder du gehst mit dieser Person zusammen diesen neuen Weg. Also diese Person wird irgendwie sagen so, nee, jetzt öffne ich mich etwas ganz Neuem und ich bin offen für Neues und egal was da kommt, ich werde das handeln können und ich bin neugierig und lass alles auf mich zukommen. Hauptsache, ich bin frei und unabhängig. Das ist dieser Person am wichtigsten. So, dann gibt es noch diese Prinzessin der Kelche, eben dieses Wasserzeichen. Eine Person, über die du dir sehr viel Gedanken machen wirst, ne? Egal, wie euer Verhältnis ist, du wirst dir sehr viele Gedanken um diese Person machen. Warum? Was denkt die Prinzessin der Kelche? Was ist bei der Prinzessin der Kelche los? Was denkt die Prinzessin der Kelche? Diese Person zeigt sehr viel Tatkraft, geht irgendwie ihren eigenen Weg, geht auch irgendwie einen neuen Weg, macht sich auf die Reise. Vielleicht geht diese Person wirklich auf Reise und du machst dir dann vielleicht Gedanken um diese Person, wie es ihr auf dieser Reise geht, ne? Vielleicht zieht diese Person auch um, vielleicht gibt es hier einen Ortswechsel. Diese Person geht auf jeden Fall in irgendeiner Hinsicht neue Wege. Und irgendwie machst du dir diesbezüglich viele Gedanken. Aus welchen Gründen auch immer. Du denkst viel an diese Person.
Da haben wir ja die gleichen Karten, ne? Also die Königin der Schwerter und die Prinzessin der Kelche, die sind schon miteinander stark verknüpft. Und ich glaube, du bist die Königin der Schwerter, dein Gegenüber die Prinzessin der Kelche. Und da gibt es einfach, also ich glaube, also wenn das so ist, ne, wie ich das meinte, also diese Prinzessin der Kelche, du als diese Person oder eine andere Person in deinem Umfeld vermisst diese Person. Das ist ganz klar. Dieses Manga-Gefühl ist auf diese Person gerichtet und diese Person geht aber irgendwie jetzt ihren eigenen Weg, einen anderen Weg. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Ich habe hier noch die Vergangenheitskarte, das sind die 4 Kelche. Sagt mir hier einfach, dass du in der Vergangenheit etwas passiv warst und einfach irgendwie die Dinge passieren hast lassen. Du hast dich ein bisschen treiben lassen, was auch recht angenehm war. Ja, aber jetzt kommt eine ernstere Zeit. Jetzt wird es wieder ein bisschen ernsthafter. Wir schauen mal, was die weiteren Karten sagen. Ja, du wirst deine innere Mitte finden. Das sagen hier auch diese Karten. Du wirst hier zu einem Kompromiss kommen, findest hier Ausgleichung, Frieden mit dir selbst, gute Kommunikation. Du siehst hier das neue Tor, die neuen Perspektiven vor dir, das Ass der Scheiben. Das ist auf jeden Fall mehr aufs Berufliche auch gerichtet oder was Stabilität betrifft, ne? Familiäre Stabilität. Vielleicht siehst du hier auch irgendwie etwas Neues in Bezug auf deine Wohnung oder so. Du hast hier irgendeine Idee, eine Perspektive, wie du etwas in dein Leben stabilisieren kannst. Also in deinem sozialen Leben läuft es sonst eigentlich gut. Da gibt es irgendwie auch sehr viel Offenherzigkeit, sehr viel Leichtherzigkeit, Ehrlichkeit auch. Sehr viele schöne Momente, die sich ergeben werden. Das sagt mir natürlich schon, dass dieser Zustand hier aus der Vergangenheit sich doch noch eine Weile vollziehen wird und dass du das noch teilen wirst, dieses Gefühl, dieses angenehme Gefühl. Du möchtest persönliches Wachstum erreichen, du möchtest mehr Raum für dich erkämpfen, du möchtest, dass sich eine Beziehung positiv weiterentwickelt und verfestigt. Du möchtest Wachstum erleben und Erneuerung. Und du wirst der Königin der Stäbe näher kommen. Das ist halt diese Königin der Schwerter, ne, die sich dann in eine Königin der Stäbe verwandelt. Hast du es vielleicht mit Wassermann oder Schütze zu tun? Oder du verwandelst dich in diese Königin der Stäbe. Was gut wäre, weil du dann so deiner persönlichen Energie näher kommst, weil hier haben wir eine Feuerperson. Und du bist ja ein Feuerzeichen. Ja, es könnte aber in manchen Fällen auch sein, dass du am Ende der Dekade eine neue Person kennenlernen wirst. Ab dem 27. lernst du dann eine neue Feuerperson kennen. Widder, Löwe, Schütze. Guck mal, das, was du möchtest, das, was du anstrebst, das wird auch passieren. Und zwar mit der Königin der Stäbe oder als Königin der Stäbe, ne? Das wird passieren. Das ist ja sehr schön. Und so findest du auch noch mehr Harmonie und inneren Frieden.
kannst ganz bei dir selbst sein, ne? Kommst hier ganz bei dir selber an und erfährst Erfüllung und Zufriedenheit und Verbindung. Ja, ich glaube, es wird auch für dich persönlich eine entspannte Dekade. Ich glaube, dass für die Menschen um dich herum auch, aber so ein bisschen scheinbar. Also ein paar Konflikte sind hier vorhanden, aber eigentlich keine ernsten Probleme. Vor allem nicht für dich, lieber Löwe. Also es wird für dich eher eine entspannte Dekade, bei der du viel über dich lernen kannst oder erkennen kannst und vor allem auch zu deiner inneren Mitte finden kannst und aus dieser inneren Mitte heraus, aus dieser ausbalancierten Perspektive heraus, wirst du hier Neuland für dich entdecken, neue Ziele anstreben. Was sagt die Mondenergie zu deiner Situation? Wohlstand ist in Sicht. Ja, beruflich wird es bestimmt gut laufen bei dir. Wohlstand ist in Sicht. Aber Wohlstand kann sich natürlich auch auf emotionalen Wohlstand beziehen, dass sich hier eine Beziehung verfestigt, die dir mehr Stabilität und Sicherheit verleihen wird. Ja, lieber Löwe, ich hoffe, dass dir diese Legung gefallen hat und vor allem, dass dich diese Legung inspiriert hat. Ich wünsche dir eine sehr entspannte und erfüllte Dekade. Ich hoffe, dass du diese Energien gut für dich zu nutzen weißt, dass du das Beste aus diesen Energien machst und eine schöne Zeit haben wirst. Von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.